Wir haben auf unserer Reise ja schon einige gefährliche Orte besucht. Doch das, was wir diesmal erleben, macht Angst und schockiert zugleich. Wie aus der Zeit gefallen, besuchen wir einen Ort, an dem die Gier nach Silber auch heute noch ständig Menschenleben kostet. Die härteste Mine der Welt in Potosí. Wir treffen auf Klaustrophobie und Kinderarbeit und dann haben wir auf einmal Dynamit in der Hand. Dynamit? Ja, willkommen zum neuen Video mit uns. Ja? Und wir kommen aus Bolivien. Wir sind, ja, wie soll ich sagen, wir haben uns aufgemacht in die höchste Stadt der Welt, ne? Oder ist es die höchste Stadt der Welt? Es ist una de las ciudades más altas del mundo. Okay, es ist also eine der höchsten Städte der Welt. Es geht auf über 4000 Meter nach Potosí. Wir haben Zug hinter uns gelassen. Ja. Wir haben ein schönes Andenken mitgebracht. Der ist geil, De oder? una señora indigena que hace todo ella de mano. I love it, me encanta. Nee, total schön. Und wir hoffen, dass wir da jetzt noch mehr entdecken. Und Potosí ist ja für den Bergbau bekannt und hat eine der krassesten Minen weltweit. Und da fahren wir jetzt hin. Und da sind wir sehr drauf gespannt, was uns da erwartet, weil es soll richtig, richtig krass sein. Also die arbeiten da mit Bedingungen unter der Erde, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und deswegen müssen wir es uns halt angucken, oder? Ja. Ja, falls ihr euch fragt, warum wir, oder wer es nicht weiß vom letzten Mal, warum wir eine Deutschlandfahne vorne im Auto haben, das hat ja seinen Grund. Hier in Bolivien sind derzeit politische Unruhen, weil die Wahlen im August sind. Das ist jetzt in genau 5 Wochen sind die Wahlen hier. Und die haben hier dauernd Straßensperren. Und wir haben ja ein Militärfahrzeug und auch noch ein Nummernschild mit BUS, also für uns Bus, aber für wilde Bolivianer, die sich gerade über alles aufregen und über irgendwie Kapitalismus und sonst wie ins Feld ziehen und hier Krieg machen, ist natürlich BUS, also USA, so ein bisschen, also US wie United States, so ein bisschen, naja, könnte gefährlich wirken. Und deswegen haben wir uns entschlossen, jetzt schon so, erstmal hier schalten. Komm, wir kommen aus dem Berg hoch. Und deswegen haben wir uns entschlossen, eine Fahne reinzumachen, weil falls die uns aufhalten und denken, wir sind irgendwie von der bolivianischen US-Einheit, weiß ich was nicht, wir so immer sagen, nee, alle Mann. Ach stimmt. Also ihr Hut reicht vielleicht jetzt auch schon aus. Wir sind doppelt abgesichert. Potosí ist eine Stadt auf über 4000 Meter Höhe. Wir müssen sehr vorsichtig fahren, denn die Straßen sind eng. Außerdem sind sie oft zu steil und dann kommt man gar nicht mehr weiter. Wir sind in Potosí, total cool, krasse Stadt. Also die ist so ins Tal gebaut. Du kommst von außen rein und wenn du da reinfährst, da gibt es Straßen, da kommst du nie wieder raus. Also da am Rückwärtsgang rauszufahren, fast unmöglich. Gut, aber wir haben uns jetzt hier ein Hotel genommen. Warum? Es wird nachts bis -3 Grad kalt und im Auto eigentlich kein Problem. Aber wir wollen ja hier eine Mine besichtigen und wir können Mali nicht allein im Auto lassen. Entweder ist es tagsüber zu heiß mit der Sonne oder nachts halt einfach zu kalt. Und deswegen haben wir ein Hotel genommen und packen sie in einen klimatisierten Raum.
So, da ist es warm, kann im Bett liegen und fühlt sich wohl. So, Alessandra ist jetzt vorgegangen, damit wir nicht rückwärts fahren müssen und guckt, ob wir da am Parkplatz haben. Da ist sie ja schon. Da ist sie ja schon. Und? Lleva al estacionamiento Ah, para dejar la furgo y después okay. vamos a la habitación. Und? Alles gut? Ja, me falta el aire. Während wir uns in unserem eiskalten Hotelzimmer einrichten, geht die Sonne hinter den Bergen unter. Schnell fällt die Temperatur unter 0 Grad. Die Stadt kommt zur Ruhe. Sie schmiegt sich an den gigantischen Cerro Rico, den Silberberg. Und dann kommt die Nacht. Morgen Guten Morgen. aus Potosí. Wir sind total langsam. Wir sind sowas von im Arsch. Wir haben heute Nacht so schlecht geschlafen, obwohl das Hotel ist eigentlich ganz okay, das Bett war auch okay. Aber wir haben einfach nicht geschlafen. Und jetzt 4000 Meter Höhe, naja, das kostet einen. Ich bin wirklich ganz schön fertig. La altura afecta el sueño y también el mal de cabeza viene. Heute geht es in die Casa de las Monedas. Der Ort ist super bekannt in Bolivien. Also hier wurden Geldmünzen geprägt mit dem Silber, was sie hier aus dem Berg rausholen. Also hier wird ja Silber geschürft und da haben sie jetzt sozusagen Münzen geprägt. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Und später geht es dann in die Mine, da wo eben das Silber abgebaut wird. Schaffen wir das heute? ¿Arreglamos esto? Claro, como siempre. Potosí wurde in der spanischen Kolonialzeit auch Villa Imperial de Potosí genannt. Den Namen hatte die Stadt durch den Reichtum und das hier gefundene Silber. Bis heute sind viele barocke Gebäude erhalten geblieben und zeugen von dieser reichen Epoche. Wir schauen uns jetzt das Haus des Geldes an. Hier hat die spanische Krone in der Zeit von 1773 bis 1825 Silbermünzen geprägt. Heute ist die Casa de la Moneda ein Museum. Hier bekommen wir einen Einblick in diese harte vergangene Zeit. Es ist sehr viel erhalten geblieben. Wir sind geschockt, als wir die dicken Bücher der hier gehandelten Sklaven sehen. Die ersten Münzen, die hier geprägt wurden, sind manuell hergestellt worden. Deshalb sind alle unterschiedlich und nicht gleichmäßig geformt. Mit der Zeit wurden die Münzen maschinell produziert und dadurch einheitlich in Form und Prägung. Später in der Industrialisierung wurde auf Dampfmaschinen umgestellt. Wir finden hier auch deutsche Maschinen aus dieser Zeit. Die spanischen Galeonen haben dann das Silber und den Reichtum aus Potosí nach Europa transportiert. Eines dieser Schiffe heißt Atocha und ist vor Florida gesunken. 360 Jahre später, im Jahr 1985, wurde das Schiff gefunden. An Bord war Silber im Wert von 400 Millionen US-Dollar. Viele Maschinen für die Produktion wurden mit Maultieren betrieben. Die Bedingungen waren so schlecht, dass die Tiere nur wenige Monate überlebt haben. Das lag nicht nur an der harten Arbeit, sondern auch zusätzlich hat die Öhe den Tieren zugesetzt. Den Sklaven aus Afrika ging es nicht besser. Auch sie starben wie die Fliegen. Die indigenen Sklaven konnten zwar die Öhe besser ertragen, sind aber ebenfalls an den harten Arbeitsbedingungen sehr früh gestorben. Sie alle haben mit ihrem Leben den Reichtum Spaniens bezahlt. Der Berg in Potosí ist nicht nur reich an Silber, es wird auch Kupfer, Blei und Zink abgebaut. Doch was ist aus der Mine geworden, die früher mal mehr als 50% des weltweiten Silbers produziert hat? Wie ihr seht, sitzen wir mal wieder nicht mit Hermann im Auto, sondern jetzt mit Johnny. So, mit Johnny fahren wir jetzt hoch zur Mine und gucken uns an, wie das Silber eben da aus dem Berg geholt wird. Und die arbeiten da eben immer noch. Und die Mine gibt es hier ja schon seit 1500 oder noch länger. Also auf jeden Fall haben die irgendwann im Jahr 1500, ich glaube irgendwann 1500 irgendwas Silber dort gefunden. Und seitdem gibt es eben diese Mine. Und naja, das ist nicht so, wie wir uns das vorstellen, von wegen hochmodern mit, weiß ich nicht, irgendwelchen Sprengungen und sonst welchen Blödsinn, sondern das ist echt, wie sagt man, wie die
7 Zwerge unter der Erde wird da eben noch Silber geschürft. Und bevor wir in die Mine kommen, müssen wir uns umziehen, weil das ist dann natürlich alles total dreckig dort und voller Schlamm. Und jetzt gibt es bestimmte Kleidung, die über unsere rüberkommt, damit wir da unten reinrutschen können, weil da ist auch kein Fahrstuhl oder so, sondern man muss da wirklich rein. Und jetzt werden wir zu Minenarbeitern. Yo creo que no existe. Um das Silber aus dem Berg zu holen, braucht man das Dynamit. Dynamit? Ja, klar. Es ist unmöglich, das Silber ohne Dynamit abzubauen. Die ersten Minenarbeiter machen Löcher mit ihrem Bohrer in den Stein. In diese Löcher kommt dann das Dynamit. In das Dynamit stecken sie dann den Zünder und zünden es an der Zündschnur an. Ah, okay. Ja. Damit die Explosion stärker wird, nutzen sie Ammoniumnitrat. Ah. Esto es la cosa que explodado in Beirut, creo, ne? Das ist die grande Explosion. Ja, genau. Es gab mal in Beirut so eine riesen Explosion, wo wirklich die ganze Stadt in die Luft geflogen ist und das war dieses Zeug hier. Ja, also ein Lager davon ist wie eine Atombombe. Für uns ist es ein Katalysator. Damit wird die Explosion doppelt so stark. Hier muss man darauf achten. Diese 30 Zentimeter sind ungefähr für 1 Minute. 1 Minute, okay. Also, dann sind das 2 Minuten und circa 20 Sekunden. Die Zeit, um abzuhauen. So, wir sind jetzt bereit für die Mine, aber bevor es da jetzt hingeht, fahren wir jetzt erstmal zu einem Markt, weil das ist Brauch hier, dass man den Mineros was mitbringt, ein Geschenk halt. Wir werden jetzt Kontakt zu den Leuten hier haben. Es ist deshalb wichtig, in Quechua zu grüßen. Wie geht es dir, heißt in Quechua. Imainaya. Die Minenarbeiter kaufen hier alle Coca, weil sie für 6 bis 8 Stunden nur Coca kauen und Wasser trinken. Weil man in der Mine nichts isst. Coca ist deshalb sehr wichtig. Es nimmt ihnen die Müdigkeit und den Hunger. Also, und so kaut man die Blätter, eins nach dem anderen. Das mischt man dann in seinem Mund und lässt es in der Backe. Die Minenarbeiter nehmen mehr als 100 Blätter in den Mund. Danach nehme ich diesen Katalysator. Wir nennen es in Spanisch Lejía. Da drin ist Asche und Stevia. Nach 10 Coca-Blättern nimmt man davon ein kleines Stück in den Mund. Alessandra, möchtest du probieren? La uso habitualmente. No, me ayuda mucho, pero la como completa. Das kannst du auch so machen. Aber nimm 100 Blätter auf einmal, dann macht es den Mund kaputt. Man sieht hier auch viel den Alkohol. Das widmen sie dem Gott der Minenarbeiter. Sie nennen ihn Onkel. In Bolivien opfern sie den Alkohol für Mutter Erde. Aber in der Mine ist es für den Onkel. Probier mal ein bisschen. Ui, ui. Ui, ui. Weißt du, warum es reiner Alkohol ist? Ich nehme reinen Alkohol. Dann finde ich morgen auch reine Mineralien. Siempre hay un buen pretexto. So, wir sind wirklich die einzigen beiden Deppen, die hier oder 3 Deppen, die hier in der Montur rumrennen. Wir haben jetzt gerade erfahren, dass die Mineros sich immer oben im Berg erst umziehen. Also erkennt man auch ganz klar, dass wir Touristen sind.
Aber wir haben jetzt Coca-Blätter gekauft, wir haben Alkohol gekauft, wir haben Carbon gekauft für die Mineros. Ja, und jetzt, ich glaube, wir kaufen noch ein bisschen Obst, oder mal gucken. Und dann geht's ab in den Berg. Das ist so krass, das ist hier direkt nebendran. Also das ist echt hammerhart. Guckt euch das an, da oben, da geht's hin. Wir gehen noch weiter auf den Markt der Minenarbeiter. Mit den Marktfrauen teilen wir ein paar Coca-Blätter und hören Geschichten über die Mine. Hier gibt es kein anderes Thema als die Mine. So, jetzt noch ein Stück zu Fuß laufen und sind jetzt hier mitten in diesem völlig zerklüfteten Berg, von dem nur noch Reste da sind. Das ist echt richtig krass. Und alles auf 4000 Meter Höhe. Da macht das Laufen ja richtig doppelt Spaß. Da kommt wieder meine Sportlichkeit durch. Mann, ist das krass. Zink ist das Schwarze hier. Hier ist ein bisschen Silber. Das hier ist das Silber. Das hier ist Kupfer. Das ist gemischt. Blei ist auch drin. Schau, wie schwer der Stein ist. Gib dem Hund nicht aus der Hand. Wirf es besser auf den Boden. Sie sagt, sie hebt die Blätter bis morgen auf. Die Minenarbeiter opfern die Lamas nur in diesem Monat. Morgen ist der letzte Tag. Dann opfern sie erst wieder nächstes Jahr. Sie opfern die Lamas und spritzen das Blut auf die Eingänge der Stollen. Sie hoffen damit auf Glück. Das ist für sie sehr wichtig. Jetzt geht's rein in den Berg hier. Achtung Kopf, Achtung Kopf. Das ist echt flach hier. Da musst du fit sein. Hart. Die Minenarbeiter bauen die Stollen hier in beide Richtungen und folgen den Erzadern. Schau hier, hier ist eine andere Mineralienader. Dieser Gang geht sicher 2 Kilometer in den Berg. Es ist sehr einfach, sich hier zu verlaufen, denn es geht in alle Richtungen. Das, was wir hier hören, ist Druckluft für die Bohrer. Einige Gruppen bohren gerade Löcher. Lass uns weitergehen. Ist das? Apaga la lámpara. Hier zum Beispiel sind die Erzadern sehr gut, aber hier bauen sie nicht ab, damit die Struktur stabil bleibt. Diese Gänge hier sind nur für den Transport und für die Frischluft. Jede Gruppe von Minenarbeitern hat seine eigene Erzader. Auch wenn diese Ader einen anderen Stollen kreuzt, geht es weiter. Aber wenn die Ader aufhört, dann endet der Stollen. Wie ihr sehen könnt, ist dieser Berg seit über 400 Jahren aktiv. Es wurde durchgehend gearbeitet. Die ersten 300 Jahre hat man nur Silber abgebaut. Im Zweiten Weltkrieg wurde Zinn abgebaut. In dieser Zeit waren wir der zweitgrößte Zinnproduzent der Welt. Heute werden 4 Mineralien abgebaut: Zink, Blei, Silber und Zinn. Weil wir die Ressourcen haben, Technologie und einen Abnehmermarkt. Die Mine ist aktiv und wir müssen immer wieder den Arbeitern und ihren schweren Waggons ausweichen. Hola, señor. Hola, señor.
Sie bewegen die Waggons nur per Muskelkraft. Jeder Waggon wiegt hier bis zu 1000 Kilogramm. Metros profundo y cuidado a la cabeza. Wow. Guck mal. Mira. Okay, cuidado. Cuidado la cabeza, Achtung Kopf. Die Mine ist staatlich, aber den Abbau machen viele kleine Kooperativen in Eigenverantwortung. Es wird weder die Stabilität der Stolle noch das Alter der Minenarbeiter kontrolliert. Der Junge, der hier arbeitet, ist gerade 16 Jahre alt und er ist nicht der Jüngste, den wir treffen. Die Bedingungen sind heute noch sehr schlecht und es sterben jeden Monat Arbeiter in der Mine. Die Lebenserwartung ist nicht sehr hoch. Die meisten hier sterben mit 40 Jahren und jünger. Es kommt auch schon der nächste Waggon. Wir müssen schnell Platz machen für die Arbeiter. ¿Qué tal, Machín? ¿Está acabando? ¿Va? ¿Todo bien? Hueco a la derecha. Por suerte que tenía el helmet. ¿Qué pasó esto? Este viene de encima. Escucha, mira, no, podría. Wir sehen ja jetzt ein bisschen was, dadurch, dass wir das Filmlicht anhaben, aber normalerweise sind es nur die kleinen weißen Punkte und mehr kann man nicht sehen. Es ist absolut stockfinster. Es ist staubig, es ist laut, harte Bedingungen. Este es el tío, se llama el tío. Das hier ist der Onkel. Hierher kommen die Minenarbeiter, jeden Freitag. Später werden sie alle kommen. Wenn sie hierher kommen, dann geben sie dem Onkel ein bisschen Coca. Dann sagen sie, Onkel, in der nächsten Woche gib mir bitte mehr Mineralien. Ich brauche Essen für meine Kinder. Und dann bieten sie reinen Alkohol an. Maestros, Kutimunkia. Ein bisschen Alkohol auf die Hände für die Kraft. Um die schweren Waggons zu bewegen auf die Füße und um schnell zu rennen, wenn das Dynamit explodiert. Und für die Fruchtbarkeit auf den großen Ding-Dong. A la polla grande. Para que haya muchos minerales. El tío fue construido por los españoles en la época colonial. Der Onkel wurde von den Spaniern in der Kolonialzeit gebaut. Und zwar, weil die indigenen Arbeiter nicht die Mine betreten wollten. Sie hatten Angst vor den bösen Kräften aus dem Erdinneren. Dann haben die Spanier gesagt, okay, verstanden.
dann bringen wir Gott einfach unter die Erde. Früher hieß er Dios, also Gott. Aber die Indigenen können den Buchstaben D nicht aussprechen. In ihrer Sprache gibt es diesen Buchstaben nicht. Deshalb nennen sie ihn Tios. Und das bedeutet Onkel. El tío. El tío, el tíos, el tíos, el tío. Y entonces esta mina es vertical, ¿dónde está la entrada? La entrada. Está aquí debajo, aquí. Espera. Te estoy avisando. ¿Quieres entrar en la mina vertical? Ahora, la otra. Me gustaría a la otra, sí vamos a ir, a la otra mina. Esta otra mina es la más grande. No, vamos a ir. Se va dentro de esta. Los mineros dejan su equipo. No viven. Todos los mineros no viven aquí. Todos viven. Hier vor der großen Mine treffen wir auf Frauen, die Reste und Steine aufsammeln, die von den Waggons runterfallen. Die Mineralien, die sie finden, verkaufen sie dann an Touristen. Wir gehen jetzt in die größte aktive Mine hier in Silberberg. Hier wiegt so ein Wagen das Doppelte, also bis zu 2 Tonnen pro Ladung. Viele der Arbeiter hier sind Minderjährige. Das schockiert uns. Echt heftig. Jetzt sind wir in der größten Mine, die es hier gibt. Also das ist jetzt auch ein bisschen breiter, das kann man hier vernünftig laufen. Aber man hört die ganze Zeit die Explosionen von dem Dynamit. Also man hört immer so dumm, 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 dumm. Also das ist schon richtig krass. Und ja, die jüngsten, die wir jetzt gesehen haben, die sind 16 Jahre alt, die hier arbeiten. Also das ist in der Familie drin. Der Vater war schon in der Mine. Die werden auch alle nicht alt. Also das ist schon ein richtig krasser Job. Und hier ist eigentlich so ein, wie sagt man, so ein Elektrokabel oben drüber. Und normalerweise würde das hier mit so einem Elektrokaro rausgefahren werden. Also dann kann ein Mensch sozusagen 12 von diesen Wegen da fahren. Das ist aber der Wagen kaputt. Und jetzt müssen die alle einzeln per Hand fahren. Das geht 2 Kilometer tief in den Berg rein und dann wieder 2 Kilometer raus. Echt richtig krass. Das Kabel, was hier oben läuft, ist das Stromkabel. Und ich bin so groß, dass ich da also fast mit dem Kopf gegenknalle. Und da ist Starkstrom drauf für die Elektroeisenbahn. Und es hängt hier einfach rum. Also wenn man jetzt hinfällt und sich festhalten möchte, dann wird man so richtig gegrillt. Ja, morgen, ihr Lieben. Morgen! So, jetzt geht's weiter. Wir verlassen die krasseste Stadt, die wir bis jetzt besucht haben. Also Potosí hat echt einen Eindruck hinterlassen. Ne? Also das ist, also wie die Menschen dort leben. Also einerseits ist die Stadt wunderschön. Also die sieht aus wie eine mediterrane Stadt, weil halt alles barocke Gebäude und die sind auch alle noch da. Also die sind nie kaputt gegangen. Muchísimo edificio además. Also wirklich viele. Es gab nie ein Erdbeben, es gab nie Krieg. Also genau das, was man braucht, um das alte Gebäude überleben. So. Also wunderschön. Aber die Mine, die hat uns echt geschockt. So, jetzt geht's weiter. Wir fahren weiterhin auf dem Hochplateau. Wir sind also im Altiplan. Fahren jetzt Richtung Oruro, ne? Oruro, genau. Oruro. Meine Fresse, du sagst es richtig, ich sag's falsch. Ist mir auch egal. So, wir fahren jetzt hier lang. So, das ist unser Weg hier. So, jetzt ist hier natürlich wieder Verkehr und ich muss hier mit der Kamera rumfuchteln. Wieder die nächste Dieselschlange hier. Also schier unglaublich, ja. Richtig krass. Na gut, wir fahren hier einfach mal dran vorbei. Also, es geht Richtung Oruro, dann Richtung La Paz und wir bleiben weiterhin auf 4000 Meter. Es geht nie runter. Zwischen 3,5 und 4 müssen wir hier bleiben. So, jetzt muss ich hier mal anhalten, weil es ist wirklich schon wieder totales Chaos. Guckt mal hier. Für heute ist aber Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Danke für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal.